Hallo und herzlich willkommen beim Flauschigen Einhorn. Heute gibt es von mir eine neue Anleitung für eine Puppenperücke, diesmal im Stil von Ariel der Meerjungfrau. Los geht's mit einem Fadenring, in den du 6 halbe Stäbchen häkelst. Ich zeige dir das Ganze hier an einer sehr kleinen Puppe. Ich habe das aber genauso schon für eine mittlere und auch für eine große Puppe gemacht. Das geht also im Prinzip genauso. Los geht's mit dem Perückenmützchen und einem Fadenring, in den du 6 halbe Stäbchen häkelst. Dazu immer einmal überschlagen, in den Fadenring einstechen und dann den Faden durch alle 3 Schlaufen durchholen. Überschlagen in den Fadenring und den Faden durch alle 3 Schlaufen durchholen. 6 Mal, dann den Fadenring zuziehen und die erste Runde ist beendet. In der nächsten Runde häkelst du in jedes halbe Stäbchen der Vorrunde 2 halbe Stäbchen. Dazu wieder den Faden überschlagen, einstechen und durch alle 3 Schlaufen durchholen, dann überschlagen, in die gleiche Masche einstechen und wieder durch alle 3 Schlaufen durchholen. In die nächste Masche kommen auch 2 halbe Stäbchen auf die gleiche Weise, überschlagen, einstechen und durch alle 3 Schlaufen durchholen und in die gleiche Masche nochmal einstechen. Und das machst du dann die ganze Runde lang, also insgesamt 6 Mal. In der nächsten Runde verdoppelst du auf diese Weise nur noch jedes zweite halbe Stäbchen. Das heißt, es kommt ein halbes Stäbchen in die nächste Masche und dann 2 halbe Stäbchen in die übernächste Masche. Dann wieder ein halbes Stäbchen und wieder 2 halbe Stäbchen. Das Ganze 6 Mal, sodass du dann am Ende 18 halbe Stäbchen hast. In der nächsten Runde verdoppelst du jedes dritte halbe Stäbchen. Das heißt, du häkelst 2 halbe Stäbchen ganz normal und in die dritte Masche kommen dann 2 halbe Stäbchen auf die gewohnte Weise. Dann häkelst du wieder 2 halbe Stäbchen ganz normal und in die 6. Masche kommen auch wieder 2 halbe Stäbchen. Das Ganze machst du wieder 6 Mal, bis du 24 Maschen in deiner Runde hast. Auf diese Weise häkelst du so lange weiter, bis der Umfang deiner Mütze dem Kopfumfang gleicht. Also immer eine Masche zwischen den Verdoppelungen einfügen in jeder Reihe, bis du so viele Maschen in deiner Runde hast, dass der Kopf bedeckt ist, so wie bei mir hier. Dann häkelst du in einfachen Runden weiter, also in jedes halbe Stäbchen der Vorrunde kommt ein halbes Stäbchen. Bei mir sind es 24 halbe Stäbchen in jeder Runde. Das machst du so lange weiter, bis die Perückenmütze fast den Hinterkopf bedeckt, so wie du es hier siehst. Und dann häkelst du in der nächsten Runde eine Runde feste Maschen. Also in jede Masche der Vorrunde kommt eine feste Masche, so wie du es hier siehst. Wenn du die Runde beendet hast, dann machst du eine Kettmasche zum Abschluss. Genau, hier kommt die Kettmasche und dann den Faden lang durchziehen und abschneiden. Diesen Faden nutzt du auch gleich, um das Perückenmützchen festzunähen. Ich nähe das Mützchen gerne fest, bevor ich die Haare anknüpfe. Es kann sein, dass du das gerne andersrum machst. Das ist ganz dir überlassen, beziehungsweise das kannst du auch gerne ausprobieren, wie es dir am besten gefällt. Zum Festnähen gehe ich immer einmal vom Perückenmützchen in die darunterliegende Masche und dann von der nächsten Masche hoch ins Perückenmützchen. Dann wieder vom Perückenmützchen in die darunterliegende Masche und dann durchstechen in die nächste Masche und dann hoch ins Perückenmützchen. Und so gehe ich einmal um den Kopf herum, bis ich hinten wieder angekommen bin. Steche da einmal ein, verknote das Ganze und führe den Faden dann durch den Kopf durch und schneide ihn irgendwo am Perückenmützchen ab. Jetzt misst du einmal mit deiner Baumwolle vom Haaransatz bis zum Rücken, nimmst das Ganze doppelt und das ist dann dein Normfaden, also daran misst du jetzt die anderen Fäden ab und schneidest dann einfach schon mal ein paar vor für die Haare. Der Scheitel ist ziemlich seitlich, also gehe ich von der Seite des Gesichtes hoch und fange dann dort an mit einer Reihe nach hinten angeknüpfter Fäden. Also ich ziehe den Faden einmal durch das Perückenmützchen durch und dann die Fadenenden durch die Schlaufe.
Dann gehe ich in die direkt dahinterliegende Masche und mache das Ganze nochmal. Ich ziehe den Faden in der Mitte durch und hole dann die beiden Enden durch die entstandene Schlaufe. Das Ganze mache ich in einer Linie, in jede Masche, die dahinter liegt, und dann mache ich genauso eine Linie daneben nochmal. Und dann hast du schon mal eine schöne Scheitellinie, so wie du es hier siehst. Als nächstes kommt der Haaransatz, und damit er schön dicht wird, arbeite ich da in jede Masche einen Faden von meiner Baumwolle. Du kannst es bei so einer kleinen Puppe auch in jede zweite Masche machen, es wird trotzdem noch gut aussehen. Aber bei größeren Puppen empfehle ich dir den Haaransatz auf jeden Fall sorgfältig zu arbeiten, also um jede Masche des Perückenmützchens einen Faden herumlegen, damit das hier also schön dicht am Ende wird, vorne am Ansatz. Das mache ich auf der oberen Hälfte. Auf der unteren Hälfte dünne ich das Ganze etwas aus. Also ich mache nur noch in jedes zweite oder dritte Loch von der Masche auch einen Faden. Ich knöpfe nur um jede zweite oder dritte Masche herum noch einen Faden. Jetzt geht es ans Auffüllen, und da muss es tatsächlich etwas lichter werden, damit du am Ende nicht zu viel Haar hast und der Kopf nicht zu schwer wird. Also ich mache auf der oberen Hälfte des Kopfes nur um jede dritte Masche herum einen Faden und auch nur in jede zweite Runde. Auf der unteren Kopfhälfte mache ich sogar noch weniger Fäden, also nur so in jede vierte Masche aus jeder zweiten Runde kommt bei mir ein Faden. Dann fülle ich allerdings nochmal Lücken auf. Also wenn das hier so klafft wie hier, dann gehe ich da einfach nochmal rein und knüpfe zusätzliche Fäden an, damit es am Ende schön dicht aussieht. Dann kämme ich die Wolle sorgfältig aus, und das kann wirklich lange dauern, beziehungsweise ich mache das oft so 2 bis 3 Mal, bis mir das wirklich gefällt und es wirklich schön sorgfältig ausgekämmt aussieht. Dann geht es an die Frisur, und das Besondere an Ariels Frisur ist ja dieser Pony, der so nach vorne geht. Den kämme ich von oben rund und dann nochmal von unten. Dann helfe ich mit den Fingern ein bisschen nach, wie du es hier siehst, und guck nochmal, dass einzelne Haarsträhnen verschwinden. Damit die Länge hinten stimmt, fasse ich dann die Haare am Rücken zusammen und binde einfach einen Faden rum und schneide unterhalb des Fadens die restlichen Enden ab. Faden rausnehmen, dann siehst du, einige Strähnen friemeln sich da noch so hervor. Die schneide ich nochmal ab, bis mir das Ganze gefällt, bis das alles schön rund aussieht. Und dann ist deine Ariel-Perücke für deine Häkelpuppe auch schon fertig. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Jetzt freue ich mich wie immer auf eure Kommentare und Anregungen und natürlich darauf, dass wir uns beim nächsten Mal hier wiedersehen.